Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute nochmal auf dem Barden, auf den ich gestern grandioserweise komplett vergessen habe zu spielen. Ja, aber ich hatte ja schon erwähnt, dass das eher so ein Just-for-Fun-Projekt für mich ist, wo es jetzt darum gilt, in die heiße Phase so ein bisschen zu kommen, in Bezug auf ein paar Dungeons kloppen, dass man relativ schnell vorankommt. Ne? Ich glaube im letzten Video, ich weiß gar nicht, welches Level wir hatten, auf jeden Fall ist es genau der gleiche Progress wie heute. Ne? Also ja, ihr seht auch, im Kalender wurde ich auch zurückgesetzt. Also ich habe da alles komplett verpasst gestern. Ist aber nicht so wild. Ja, dafür machen wir das ja nicht. Wir machen das ja hier, um ein bisschen Spaß zu haben. Und wir sind ja Stufe 70 bzw. 71. Und ab Stufe 70 bekommt man ja den 6. Dungeon-Schlüssel freigeschaltet. Den werden wir uns jetzt grabben. Und zwar wird der im Zauberladen, soweit ich weiß, freigeschaltet. Und da haben wir ihn auch schon, ja. Und für mich geht es heute halt einfach nur darum, wie weit komme ich in diesem Video. Ne? Mal schauen, wir hetzen uns dann nicht, wir gucken einfach mal. Wir haben es jetzt auch Epic Event, ne? Das heißt, wir können hier auch ein bisschen uns neu equippen. Darum geht es eigentlich hauptsächlich. Achso, ja, stimmt. Und ja, bevor wir hier aber irgendwas machen, ne, gehen wir jetzt erstmal rein in den Dungeon, weil kann natürlich sein, dass wir hier noch die ein oder andere Etage noch gelegt bekommen, bevor wir uns hier irgendwie neu equippen. Und du willst dich natürlich mit einem möglichst hohen Level erst neu equippen, so. Ne? Ja. Vielleicht erreichen wir sogar Stufe 80 relativ schnell, dann bekommen wir dann auch schon direkt den nächsten Dungeon Key und dann geht es halt von Dungeon zu Dungeon, das ist halt auch relativ cool auf jeden Fall. Ne? Aber erstmal gucken wir, was wir hier so gerissen bekommen, hier bei den Dungeons. Ne? Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Pilze an, ich habe hier auch keine unlimitierten Pilze, ne? So ist das ja auch nicht. So, den haben wir auch noch mit Biegen und Brechen, Biegen und Brechen bekommen. Der nächste Gegner, Geschickgegner. Ein paar gute Tries. Ein paar gute Tries auf jeden Fall. Stimme heute wieder am Start hier. Okay, das ist ein besseres Item. Wir gehen mal in die Edelsteinmine. Ja, obwohl ich weiß gar nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht, jetzt schon Steine zu skippen, großartig. Weil wir werden uns gleich neu equippen. Ich weiß gar nicht, das war jetzt, glaube ich, das war ein bisschen quatschig, glaube ich. Weil wir werden gleich gleich neu equippen und dann werden wir uns da unsere Wunsch-Items zusammenkaufen und dann mal schauen, wie weit wir dann kommen werden. Ja, ich habe mir erhofft, dass wir vielleicht noch den Schleimbob hier besiegen damit. Das ist sehr cool, das haben wir auch geschafft. Der Gremlin, ja, das ist, glaube ich, eine Nummer zu hoch für uns hier. Ich glaube, den besiegen wir nicht. Wir gucken dann aber mal erstmal, was hier noch die Gegner für uns bereithalten. Okay, let's go. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir werden uns erstmal eine neue Waffe grabben. Das ist, glaube ich, so das Erste, was wir machen. Bevor wir hier irgendwas anderes tunlichst tun werden. Ja, obwohl so ein großer Unterschied ist noch gar nicht, waffentechnisch gesehen, ein bisschen mehr. Aber vielleicht fällt dadurch schon wieder ein neuer Gegner. Auf jeden Fall haben wir ein neues Item. Das ist gut, das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal hier einen taktischen Vorteil den nächsten Gegner gegenüber. Ich möchte, bevor ich meine Alu spiele, natürlich erstmal gucken, ja, wie weit wir kommen werden. Ja, die wird uns definitiv weiterhelfen. Das ist aber auch alles schweineteuer hier, ne? Das ist aber auch alles wirklich absolut frech teuer. Ja, was machen wir jetzt, um am besten an Geld zu kommen? Eigentlich will ich nicht großartig questen. Aber für das Gold werde ich erstmal ein paar Quests annehmen. Ja, mein Sammelalbum, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich dementsprechend auch noch nicht wirklich weiter gefüllt worden. Ne? Ich nehme mal hier wirklich das an, was am meisten Gold bringt. So, und nehmt euch bitte diese Spielweise auch nicht zu Herzen. Das ist hier wirklich nur, muss man mal wirklich so sagen, das ist hier wirklich nur was Halbherziges, was hier auf dem Server passiert. Weil man halt hier wirklich, weil ich persönlich hier nur wirklich aus Lust und Dallerei hier so ein bisschen mir die Zeit vertreibe, ja, und weil ich natürlich auch die Möglichkeiten gesegneterweise dazu habe, das euch auch präsentieren zu können, ne? So, aber ist ja vielleicht auch eine Win-Win-Situation, falls es für euch ansehnlich ist, dann freut mich das natürlich auch und falls das sein sollte, könnt ihr natürlich auch gerne
ja, das in den Kommentaren schreiben oder ein Like da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Jetzt gehen wir erstmal neu rein hier mit einer neuen Waffe und mehr Schaden. Gucken wir mal, ob wir den nächsten Gegner hier auch mehr schaden können. Ja, und da haben wir ihn nämlich, Stufe 74. Jawohl, so sieht das nämlich aus hier im Schneckenhaus. Nächstes Item, leider ungesockelt, aber wir kriegen auch bald den Schmied. Das dauert aber allerdings noch ein bisschen. So, wir machen mal fix weiter hier, weil wir haben noch einiges vor die Folge. Ne? Mal schauen, was uns noch erwartet. Die Pets werden ja auch gleich geunlockt. Das heißt, dementsprechend können wir da auch ein paar Habitate legen und dann auch noch ein bisschen höher im Level kommen. So, Fräulein hier, du musst jetzt aber mal hier, Medusa, du musst jetzt aber mal fallen hier. Ne? Das kann ja wohl auch hier nicht angehen, wie ein Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt hier. Ne? Das kann es ja wohl nicht sein. 75, jawohl, da haben wir es nämlich. Da haben wir die Pets freigegeben. Achso, ja stimmt, wir müssen ja erst noch das Petnest finden, stimmt. Ist schon wieder so lange her. So, der nächste Gegner, was sagt der hier? Ja. Der sagt hier jetzt auch nicht viel. Gucken, was jetzt der neue Gegner sagt hier. Bevor wir vielleicht zu den Pets mal schauen. Ja, Stufe 76, sehr schön, haben wir das auch. Und wenn es hart auf hart kommt und wir wirklich nicht mehr weiterkommen, Stufe 77, aber das sieht noch gerade gut aus, dann werden wir uns neu equippen. Und dann sollten die auch fallen hier. Wir haben ja noch ein paar sehr alte Items jetzt, außer das, was wir jetzt gerade neu equipped haben. Waffe ist halt wirklich mit so das Wichtigste. Und ja, gucken wir mal. Gut, der will nicht, also der sah noch machbar aus hier. Wir gucken erstmal vielleicht, ja, holen wir uns die Pets ran. Ich glaube, Stufe 80 werden wir jetzt durch die Dungeons nicht mehr. Da haben wir schon das Petnest direkt gefunden. Öffnen. So, let's go. Ja. Gucken wir mal in die Schattenhabitate, wa? Ja, siehste. Da haben wir es doch gleich. 78. Nächster Gegner hier, zack. Ja, ein bisschen XP bringen sie halt auch hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, ein Level-Up ist da vielleicht auch noch gerade so drin. Aber mehr als der erste Gegner ist hier auch nicht machbar in den Habitaten. So, das kommt dann erst wieder mit ein paar mehr Früchten. Siehst du, da haben wir fast ein Level-Up hier wieder, ne? Schaffen wir das, weil ich gebe ja sowieso einen Fick auf die Pets hier, ne? Schaffen wir das, wenn die eine Frucht haben? Wahrscheinlich nicht. Nee. Glücksrad werden wir noch nicht drehen. Das werden wir uns noch ein bisschen aufbewahren. Wir haben jetzt auch wieder gut Gold. Ah, die Domina-Maske ist am Start hier. Ja. Ich würde ganz gerne den noch mal ein bisschen probieren hier, bevor wir hier weitermachen. Ja, siehste, Stufe 79, da haben wir es doch. Da haben wir es doch fast. Stufe 80 hier in greifbarer Nähe. Ja, so muss das doch sein. Sehr schön. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Der sieht aber wieder nicht mal so machbar aus. Das heißt, wir holen uns mal auf ganz schnelle Welle. Holen wir uns mal Stufe 80 rein. Und dann damit dann auch den nächsten Key, womit wir wieder ein bisschen höher kommen. Im Level natürlich, ne? Stufe 80, Dungeon 7, freigeschaltet. Auch durch eine Quest. So, da haben wir es nämlich. Und dann gucken wir, ah, siehst du. Ja, zwar eine 10-Minuten-Quest, ist nicht so nice. Haben wir es. Zack. So, let's go. Rein in den Dungeon und durchprügeln hier. Ja, mal schauen, was hier so machbar ist. Der auf jeden Fall schon mal. Und dann haben wir doch hier schon mal ein paar Level gemacht hier auf den Account, ja. So geht das jetzt eigentlich relativ fix voran. Jetzt kannst du hier die ganze Zeit durchziehen, eigentlich bis Stufe, ja, 200 kriegst du hier eigentlich hin. Ich hatte noch nie so einen Push so schnell gemacht, muss ich sagen. Ja, mir fehlen da dann halt auch die Pilze zu, weil da muss man mehr aufladen als das, was man halt eben, ne, auch durch das Sponsoring bekommt. So viel bekommt man da jetzt auch nicht, ne? Dass sich das da irgendwie so, ja, dass man da so rumsauen kann, sag ich mal, ne? So, Stufe 81 haben wir erreicht. Kriegen wir noch die nächste Stufe hier mit dem Lavabob. Ansonsten gucken wir mal im Shop rein. Blättern wir da mal ein bisschen. Vielleicht eine neue Waffe. Lohnt sich ja jetzt auch schon fast wieder, würde ich mal behaupten. Ja. Ich gucke mal nach einer neuen Waffe. Vielleicht stolpern wir noch über irgendein Epic. Das kann man natürlich schnell mitnehmen. Ja, gut. Ja, ist so wenig Rüstung irgendwie. Aber Ausdauer, Glück
Nee, ist nicht das Perfekte, ist nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Ähm, primär erstmal nach einer Waffe schauen und gucken, was wir so am Wegesrand finden. Am besten mit einer schönen hohen Spanne. Ich muss sagen, meine Waffe, die ich hier jetzt schon habe, die ist schon echt gut. Spannentechnisch macht die schon einiges her. Und wahrscheinlich würde der nächste Gegner auch noch gehen, also dieser Lava-Bob oder was das war. Der würde damit, denke ich mal, noch auf 500. Oh, krass. Das ist ja auch eine heftige Spanne hier. Ja, gut, da geht noch einiges tatsächlich. Intelligenz, Ausdauer. Oh. Ja. Ja. Spanne ist ein bisschen geringer. Insgesamt haben wir aber mehr Stats dadurch, ne? Auch, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ein bisschen natürlich weniger Intelligenz ist natürlich nicht so cool. Ne? Weniger Schaden ist immer nicht so schön. Aber insgesamt mehr Stats, vielleicht macht es das schon aus. Das verkaufen wir mal alles. Wir probieren es mal. Und wir haben ja jetzt auch ein bisschen mehr Schaden dadurch, ne? Zwar ein bisschen weniger Rechtsrausschaden, aber im Durchschnitt haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr. So, das verkaufen wir mal. Ich will da auch ganz gerne den Intelligenzstein wieder reindroppen und keinen Ausdauerstein. Ausdauersteine generell, aber natürlich immer nicht so verkehrt. Kann man sich aufbewahren. Einen verkaufen wir. Oh gut, da hätte ich vielleicht den etwas schlechteren verkaufen können. Intelligenzstein. Hat jetzt keinen Bock oder hat anscheinend... Hat heute zu tun. Die Intelligenz ist heute abwesend. So, komm. Ach Mensch. Ja, das geht natürlich auch ins Geld hier mit der Zeit, ne? Das, ja, auch wenn die Edelsteinmine auf Stufe 1 ist und man 5 Pilze bezahlt. Ach Mensch. Ach, das ist ja lächerlich. Ja. Verkaufen wir. Ach, das gibt's doch nicht. So lange werde ich den Intelligenzstein sowieso nicht haben. Da gehe ich schon von aus hier. Weil wir da ja auch relativ schnell wieder versuchen. Das wäre halt schön. Ach Mensch, so. Das wäre halt schön, wenn wir da jetzt schon den Schmied hätten. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, alles läuft so reibungslos und jetzt das hier. Oh nein. Das ist ja bodenlos. Das ist ja wirklich... Das ist eine Frechheit. Ach, gönn doch. Gönn doch ein Intelligenzstein. Alter. Alter. Jetzt werde ich beinahe den verkauft. Weg mit euch hier. Verkaufen wir auch hier den kleinen. Mensch. Ja, das wird jetzt hier zum teuersten Aspekt. Das hatte ich jetzt gar nicht so in Planung. Aber da kann natürlich auch einiges schief gehen hier. Das Spiel kann dich auch manchmal wirklich echt trollen, ne? Ja, nice. Schon 100 Edelsteine hier geschürft. Alter. Die macht mich arm. Das war nicht in der Planung drin hier. Alter, hallo. Hallo. Das gibt's nicht. Ein Intelligenzstein. Digga. Ist das ein Bug? Also, das gibt's ja nicht. So, jetzt aber in den nächsten 3. Da muss er jetzt kommen, habe ich im Gefühl. Komm. Ey, Junge. Das ist, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos hier. Intelligenzsteine. Oh mein Gott. Alter. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt gehen meine ganzen Pilze dafür drauf. Das war nicht in Planung. Ja, okay. Ich wollte es gerade sein lassen. Wirklich. Ich wollte es nach dem wollte ich sein lassen. Hätte sich nicht gelohnt. Da hätte ich, weiß ich nicht, hätte ich weitergemacht, mich neu equipped oder so. Boah, das war jetzt ziemlich teuer. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet gehabt, dass mich das jetzt so heftig von der Seite hier trifft. Autsch, 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 autsch. Ja.
Pushen ist eine teure Angelegenheit. Und wir kommen wahrscheinlich nicht mal wirklich weiter, ne? Gehe ich mal von aus. Wenn schon 1, 2 Dungeons liegen, dann hat sich das gelohnt. Dann sind wir wieder ein bisschen Level up und dann können wir uns ein bisschen neu equippen. Ich will halt eben das Maximale rausholen, bevor ich hier mich neu equippe. Hier eigentlich der ging, ne? Der Kollege, der sah ziemlich machbar aus. Ja, Stufe 82, okay. Gut. Magma-Gigant. Stärke-Gegner. Sollte hoffentlich auch liegen. Nach den Schweiß zu beurteilen, sah es schon ganz okay aus. Wir müssen die richtigen Noten treffen. Ja, und dann haben wir ihn hier auch down. Sehr schön, 83. Dann hat sich das hier schon fast gelohnt. Das Ganze würde ich mal so behaupten. So, kriegen wir den nächsten auch noch. Drachen der Finsternis. Mal schauen, wie es aussieht. Ansonsten hole ich mir erstmal ein bisschen neues Equipment. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal in... Ja, wo gucken wir eigentlich mal? Gucken wir mal hier rein. Blättern wir mal ein bisschen. Das sieht schon mal gut aus. So, da setzen wir den neuen Stein rein. Natürlich würde auch ein bisschen mehr, ja, das Ganze helfen, wenn wir... Naja, die Gilde ist halt eben... Oh, obwohl 47 Leute. Das ist schon auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Die hätte ich halt mitgenommen, ne? Die hätte ich halt mitgenommen, aber wir haben halt noch keinen Sockel, beziehungsweise noch kein Blacksmith. Den bekommen wir erst ab Stufe 90. Ja. Nö, den nehmen wir auch nicht. Oh, eine Dingswaffe. Ja. Ja. Ja, doch, muss ich eigentlich mitnehmen. Also die Spanne rechts raus ist eigentlich Kacke, ne? Die ist wirklich Kacke. Nee, Spanne ist alles. Ja, siehst du, ist schon ein bisschen besser. Ist schon ein bisschen besser. Ja, gut, dass wir nochmal kurz gewartet haben. So, jetzt brauchen wir den Intelligenzstein wieder. Komm, jetzt müssen wir aber mal ein bisschen reinlacken hier. Ja, dankeschön. Ich wollte schon hier ausrasten. So, tatsächlich würde ich den Intelligenzstein aber noch ganz gern behalten, falls wir das schaffen sollten, Stufe 90 relativ schnell zu erreichen. Wow. Oh, Alter, Schuhe. Digga, Schuhe ist ja der Hardcore-Carry hier. Da brauchen wir aber definitiv welche mit Sockel. Ey, wir sind so kurz, ne, vor dem Blacksmith, dass wir hier alles gesockelt kriegen. Das wäre halt super, super nützlich. Mal schauen. Aber so, ja, jetzt bräuchten wir halt gesockelte Epic-Schuhe. Das würde uns schon definitiv weiterhelfen. Das wäre schon cool. 100 Stats ist eine Menge. Ist eine richtige Menge ist das. Ja, jetzt haben wir ja auch eine neue Waffe. Wie sieht es eigentlich aus mit Verzauberung hier? Okay, es ist noch nicht erreicht. Ist auch nicht so wild. Ansonsten gucken wir mal kurz in den Zauberladen. Wenn wir da irgendwas Cooles kriegen, wäre natürlich auch nice. Plus 36. Nehmen wir mit. Tauschen wir aus. Mal gucken. Ja, wir gucken mal einfach erstmal in die Dungeons. Mal schauen, ob das schon irgendwas gebracht hat hier. Jetzt das Austauschen von den Items. Bevor wir jetzt hier noch mehr uns equippen sollten. Der sieht machbar aus irgendwie, ne? 84, okay, nice. Ja, ich habe auch genug Geld, ich kann da auch immer noch ein bisschen was verskillen, aber ich brauche halt auch viel Geld für die Items, ne? Die sind halt auch, ihr seht es ja, die sind nicht günstig, deswegen will ich auch lieber ein bisschen was auf der hohen Kante ja, liegen haben. Nee, der will nicht. Mal schauen, wir greifen mal hier hinten an. Mal gucken, Echsenkönig, 85, sehr schön. Nächster Dungeon, clear. Jetzt haben wir quasi den Heiligen Gral freigeschaltet, beziehungsweise könnten ihn finden aus der Mine, wenn wir 1000 Sammelbucheinträge hätten. Haben wir, glaube ich nicht. Ja, und jetzt ist halt das nächste Ziel Stufe 90, beziehungsweise Stufe 95, weil da erst der nächste Dungeon Key kommt. Aber auf Stufe 90 können wir halt den Blacksmith freischalten, so, ne? Würde uns ja schon helfen hier und da. So, 86. Kriegen wir mit Stufe 86 noch den nächsten hier. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir haben noch ultra alte Items hier teilweise. Das würde schon helfen, wenn wir da ein bisschen was uns an neuem Material besorgen könnten.
Falls was kommt. Ja, wir brauchen definitiv einen neuen Ring, wenn ich das gerade so sehe. Natürlich auch gesockelt, ne? Das wäre wünschenswert, weil ohne können wir damit auch nicht viel anfangen. Mal schauen. Aber würde auch einiges an Statpunkte ausmachen. Ja, das können wir eigentlich auch gut gebrauchen hier. So, wir holen uns mal... Ja, sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Glück in der Mine. Das kann weg, das kann weg und das kann weg. So, vielleicht kriegen wir das... Oh, ach, da ist der Heilige Gral, sehr schön, von denen sprachen wir gerade. Ja, ist in Ordnung. Ach, fuck. Jetzt habe ich den zweimal. So eine Scheiße, na gut. 10 Gold. Ah, geschenkten Gaul. Guck mal, ich ins Mal. Obwohl, so geschenkt war es nicht. Hat mich ein bisschen was gekostet an Ressourcen und Pilzen. Ja, setzen wir die mal ein. Sehr schön, zack. Und jetzt gucken wir nochmal in die Dungeons, was jetzt geht. Wir haben immer noch ein paar Hardcore-alte Item-Slots. Ne? Ich erinnere nur an die Schuhe. Stufe 87. Wir sind kurz vor Stufe 90. Dann könnten wir jedes Item mitnehmen, auch wenn es keinen Sockel hat. Könnten wir es halt direkt sockeln dann. Ne? Das wäre schon ein huger Vorteil. So, aber falls wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Stufe 95 knacken. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber mal gucken, was noch so geht. Und ja, wie gesagt, wir können uns ja immer noch mal neu equippen, falls ein Gegner hier nicht liegen sollte. Okay, der sieht schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Mal schauen, was die Sumpfmampfe sagt. Ja. Ja, die sagt Stufe 88. Nice. Fast Stufe 89. Komm, mit ein bisschen Glück und ein bisschen mehr Glück als Verstand packen wir den Gegner und eventuell liefert er uns gleich Stufe 90. Das wäre natürlich richtig nice. Dann brauchen wir nicht extra blättern irgendwo um ein Item und verpassen halt irgendwas, falls es nicht gesockelt sein sollte, ne? Das wäre halt schon echt cool. So, komm. Bisschen reinlacken, vielleicht auch. Das ist halt ein Intelligenzgegner. Da bräuchten wir vielleicht eine bisschen höhere Waffenspanne. Ansonsten müssen wir da halt echt reinlacken. Weil wir halt mit unserem Attribut da nicht viel anfangen können. Ne? Geschickgegner. Komm, wir suchen mal noch. Also, was haben wir denn hier noch? Das sind relativ neue Items. Wir müssen schon hier mal schauen, was hier so geht. Gucken wir mal. Wir blättern einfach mal ein bisschen. Ja, neuer Gürtel, ein bisschen mehr Rüstung. Nehmen wir mit. Ist auch gleich wieder outdated, falls ich Stufe 90 erreichen sollte. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Ja, Digga, genau das meinte ich halt. Die Schuhe hätten wir gebraucht halt. Und jetzt haben wir halt eben kein Sockel. Gut, das sind nochmal 2 wichtige Items. Mit denen sollten die nächsten Gegner auch fallen. Das Ding jetzt halt auch wieder, wir brauchen wieder die Steine. Und da würde man sich halt auch so viel sparen, wenn man jetzt den Schmied hätte, ne? Dann kann man die einfach rausnehmen. Aber das sind auch, das sind noch alte. Das sind noch alte hier. Gut, der ist nicht so alt. Ja, jetzt bräuchten wir nochmal ein bisschen Lack, Ausdauer. Würde ich, glaube ich, sogar fast schon mitnehmen. Wir haben jetzt bald mehr Ausdauer wieder als Intelligenz, was wieder nicht so gut ist eigentlich. Eigentlich will ich ein bisschen mehr Intelligenz auch haben. Ja, da haben wir es auch schon. Sehr schön. Man muss nur mal ein bisschen drum beten. Dann geht's schon. So. Ja, Schuhe immer noch alt, ja. Aber wir sind jetzt schon zweimal Schuhen begegnet, die keinen Sockel hatten. Das wäre schön, wenn wir jetzt den Gegner besiegen könnten und Stufe 90 erreichen. Dann können wir die auf jeden Fall beim nächsten Mal mitnehmen. Ja. Ich glaube, Stufe 95 wird ein bisschen knapp. Ich glaube, das schaffen wir nicht ganz. Gucken. Oh, das war knapp. Das war ein knapper Try gewesen. Ja, komm, du musst jetzt fallen hier. Du musst jetzt fallen. Ich meine, wir haben ja auch noch, ich habe ja noch nichts weiter gemacht. Ich habe noch Glücksrad heute. Ich habe noch meine Alu, die ich noch komplett spielen kann. Also eventuell würde es sogar klappen mit 95 an dem Tag noch. Aber ja, es ist halt auch doof.
ist halt auch durch. Ich hätte den gestrigen Tag nicht verpassen dürfen beim Epic-Event so, ne? Ich hätte gestern das schon machen müssen für heute und morgen hätte ich dann schon das machen müssen, was ich heute nicht mehr schaffe. Aber das habe ich halt eben verkackt, weil ich halt eben, gestern, glaube ich, oder vorgestern, ich weiß nicht mehr, Freitag oder Samstag, einen von den beiden Tagen habe ich Epic-Event hier überhaupt nicht gespielt auf dem Account. Hätte ich machen sollen, dann wären wir definitiv noch weitergekommen, weil danach die Dungeons, die fallen halt auf wie die Fliegen so. Ja, komm, wir skillen jetzt nochmal ein bisschen hier rein. Vielleicht hilft's ja. So. Bisschen mehr Intelligenz, bisschen mehr Schaden. Der war ja fast schon down, ne, bevor wir hier uns das nächste Item holen. Gucken, vielleicht haben wir Glück und kriegen Schuhe mit einem Sockelplatz. Das wäre cool. Nee, auch nicht. Handschuhe bräuchten wir halt auch neue. Boah. Ja. Nee, soll nicht sein, glaube ich, heute. Soll heute nicht sein. Nächstes Epic warten wir noch ab. Gut. Danach gehen wir nochmal wieder rein in den Dungeon. Es ist so knapp, ne? Es war jetzt so knapp gewesen. Und wir sind ja fast... Dankeschön, ich wollte gerade sagen. Wir sind ja fast Stufe 89 und damit dann auch direkt fast Stufe 90. Liegt der Dungeon vielleicht zufällig direkt danach noch? Oder müssen wir hier schon... Ja, weiß nicht. Ja, komm, wir suchen erstmal jetzt nach Schuhen. Und Handschuhe, Schuhe und Handschuhe. Beides Sachen, die wir jetzt gebrauchen könnten. Und mal gucken. Jetzt haben wir ja, jetzt ist easy. Jetzt haben wir, jetzt sind wir nicht mehr auf die Edelsteinmine angewiesen. Jetzt können wir unsere Steine gleich hier aus den Items holen. Das ist sehr, 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 sehr nützlich. Und wir können halt auch direkt, Sachen sockeln, die vielleicht ungesockelt sind. Und jetzt finden wir wahrscheinlich keine Schuhe mehr, ne? Die ganze Zeit hatten wir Schuhe gehabt, die ungesockelt waren. Jetzt finden wir wahrscheinlich gar nichts mehr. Okay, das ist nice. Da machen wir das gleich so. Zack. Jetzt können wir den Stein hier rausnehmen und sparen uns das ganze Prozedere mit der Edelsteinmine. Jetzt brauchen wir nur noch neue Schuhe. Und dann sind wir eigentlich gut to go. Nochmal bessere Handschuhe. Ja, siehst du, und die sind sogar auch gesockelt. Aber kein Dings mehr. Ja, was haben wir denn? Also wir gehen mal wir holen uns mal ein bisschen Gold ab hier, bevor wir hier weitermachen. Stufe 95 ist, glaube ich, in diesem Video jetzt heute nicht mehr erreichbar. Ja. Wie teuer war das jetzt gewesen? 13.000. Ach komm, scheiß auf. Ich mache jetzt hier schnell das Rad. Ja. Kommt es jetzt auch nicht drauf an. Solltet ihr auch erst am Ende drehen. Guck mal, wie das Glücksrad auch reincarried, ne? Das ist schon hart. Nice, da haben wir jetzt auch das Achievement. Wir gehen mehr auf Damage. So. Und ja, jetzt sind wir einigermaßen relativ aktuell equipped. Das heißt, der Feuerelementar sollte jetzt eigentlich auch demnächst bald fallen. Ja, was heißt ganz knapp? Ein paar Level bis 95 sind schon noch. Aber falls jetzt der Gegner fällt und der nächste, Stufe 91, sehr schön. Wie sieht's? Der sollte auch fallen, da sind wir Stufe 92. Ja, 93, fast 94. Das meinte ich damit, das geht jetzt natürlich ziemlich rasant hier. Und wenn wir jetzt Stufe 95, wenn jetzt der noch fällt, dann sollten wir 95. Ja, siehst du, und da geht es nämlich auch direkt weiter. Ja, und jetzt können wir durch eine Quest den nächsten Key auch. Da haben wir den nächsten Key, siehst du? Oh, jetzt geht's richtig voran hier. Ja, let's go. Jetzt der Yeti. Jawohl. Siehst du, das ist genau das, was ich meinte. Stufe 96. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir als nächstes Stufe 99 das Portal. Und ab 100 bekommen wir die Arkane Toilette.
Wir können jetzt auch schon wieder eine neue Waffe suchen, meinetwegen. Das würde sich auch schon lohnen. Ab Stufe 110 kommt dann... Oh, das Problem. Das Problem wieder. Ja, ab Stufe 110 würde dann der nächste Dungeon kommen. Wir haben ein bisschen zu viel Pilze verbraucht für das ganze Steinegeblättere und sowas. Das war ziemlich aufwendig gewesen. Aber naja, wie gesagt, der Account ist jetzt... ist schade, ey. Jetzt wird's gerade funny auf jeden Fall. Jetzt hätten wir halt auch noch den Gegner als nächstes auch noch besiegen können. So, ne? Und dann hätten wir... Ja, also als nächstes hätte ich mich jetzt definitiv wieder neu equipped, weil die Waffe ist jetzt dementsprechend auch schon ein bisschen älter. Schade. Mir ist es jetzt auch nicht wert, nochmal irgendwie einen 100er aufzuladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ist auch doof, dass jetzt leider das Epic-Event vorbei ist, weil wir haben es jetzt heute schon Sonntag, ne? Schade. Sonst, leider habe ich es nicht geschafft. Vielleicht lasse ich den Account genauso stehen. Ja, ich lasse den genauso stehen in den Account. Spiele den nicht großartig weiter, vielleicht bis auf die Alu ein bisschen und das war's dann. Und würde dann beim nächsten Epic-Event vielleicht nochmal angreifen. Dass wir dann nochmal Teil 2 von der Series hier machen. Dass wir dann da nochmal weiter ausrasten. Ja. Machen wir so? Dann machen wir das so. Dann habe ich bis dahin auch wieder dementsprechend ein bisschen mehr Pilze als jetzt. Und dann können wir hier weiter auf dem Server noch weiter ausrasten. Ne? Aber ich werde soweit erstmal die Finger davon lassen, dass man dann auch wirklich gucken kann, ich mache an den Stand hier so weiter, wo ich jetzt aufgehört habe, um da halt eben die Experience ein bisschen zu kriegen, zu bewahren. Ne? Gut, dann lassen wir es für heute. War schon eine XXL-Folge. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.